Freitag, Nachmittag, 15 Uhr. Die Produktronika ist fast vorbei. Die Produktronika 2025 war eine ganz besondere Messe dieses Jahr, denn sie hat ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert und das ist Grund genug, zunächst mal ein Messefazit zu ziehen und auch auf die Themen zu sprechen zu kommen, die so die Highlight-Themen waren und auch wie die Erfahrungen der Verbände und der Aussteller waren. Und da freue ich mich, dass ich da die perfekte Runde hier neben mir habe. Zum einen Barbara Müller, Exhibition Director bei der Messe München. Herzlich willkommen. Danke. Dann Sandra Engler, Senior Group Leader Productronics beim Branchenverband VDMA. Jawohl. Rainer Kraus, Executive Vice President bei Kurz ERSA. Und Clemens Otte, Bereichsleiter Mikroelektronik und Kabel beim Branchenverband ZVEI. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass wir jetzt hier so ein kleines Messefazit ziehen können. Und dann würde ich gerne damit loslegen, Frau Müller, dass Sie vielleicht mal sagen, aus Sicht des Veranstalters, wie ist die Produktronika 2025 gelaufen? Also aus unserer Sicht ist die Produktronika sehr gut gelaufen. Wir haben ja über 1600 Aussteller hier auf dem Messegelände jetzt gehabt. Das ist ein Plus von gut 20% im Vergleich zur Vorveranstaltung. Wir zählen ja immer zusammen mit der Semicon Europa. Und wir haben ja gerade den Schlussbericht veröffentlicht und konnten jetzt über 47.000 Besucher kommunizieren. Okay. Das bedeutet ein Plus von über 10% im Vergleich zur Vorveranstaltung. Okay, also schöne... Darüber freuen wir uns sehr, genau. Das sind jetzt erstmal so die harten Fakten. Ja. Gleichzeitig ist die Stimmung, die wir jetzt so aufgenommen haben in unseren Gesprächen und einfach, wenn man so durch die Hallen geht und was uns auch gespiegelt wurde jetzt von Ausstellerseite oder jetzt auch gerade nochmal von Fachbeiratsseite, fast eine Aufbruchsstimmung. Es war ja alles noch recht verhalten zum Jahresanfang. Ja. Jetzt die Zahlen, die ihr präsentiert habt, ne, Geschäftsklimaindex VDMA und Marktzahlen ZVEI haben das ja auch gezeigt, dass es leicht nach oben gehen wird im nächsten Jahr und das ist von der Stimmung her das, was wir hier jetzt auch in den Stimmen der Aussteller einfangen konnten. Okay. Auf die Stimmung und auch so in der Branche und auch die Prognose würde ich gerne auch noch später eingehen. Zunächst mal, wie war es denn, also VDMA ja auch ideeller Partner der Messe, wie war es aus Sicht des VDMA? Vom VDMA können wir ein positives Fazit auch über die Messe ziehen. Wir haben ja in diesem Jahr unter dem Motto Spitzentechnologie Made in Europe eine Special Exhibit Show organisiert. Wir hatten 8 Mitaussteller zu Gast und wir haben dargestellt die gesamte Wertschöpfungskette in der Elektronikproduktion. Angefangen von der Idee über das Design, den Wafer, die Leiterplatte bis zur Anwendung im Flugzeug über einen elektrisch angetriebenen Motor und bis zum hörenden Fahrzeug. Okay. Also mit allen Mitausstellern, mit denen ich gesprochen habe, die haben ein positives Fazit gezogen und auch eben die beteiligten Mitaussteller waren auch alle positiv. Okay. Also volles Programm vom VDMA. Wir haben ein volles Programm gehabt. Okay, super. Wie sieht's der ZVEI? Also wir sehen es ähnlich, auch sehr positiv gelaufen insgesamt. Also wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von unseren Mitgliedsunternehmen bekommen, die wirklich gesagt haben, eine absolut gelungene Messe. Die haben sehr viele Kundenkontakte knüpfen können, mehr als sie eigentlich gedacht haben. Und wenn unsere Mitglieder glücklich sind, dann sind wir natürlich auch glücklich. Na klar, genau. Ja. Herr Kraus, aus Ausstellersicht. Also wir haben ja das besondere Glück, dass wir das 50. Mal dabei sind, von Anfang an. Als ERSA, ich selber bin 48 Mal schon dabei. Okay. Und die Messe war wie vor Corona. So wie die 2017er, 2019er Messe, diese Aufbruchstimmung war da. Ja, wir hatten sehr internationales Publikum, europäisch internationales Publikum, das wir auch mit der Messe zwischenzeitlich ansprechen möchten. Wir hatten etwas weniger Osteuropa im Haus, stark die Automotive natürlich beheimatet, das spürt man dann schon. Aber es war eine tolle Messe, wir hatten im Vorfeld sehr viele Anmeldungen. Wir hatten das erste Mal wirklich dann auch den Outlook-Kalender voll mit Terminen, ja, was wir eigentlich gar nicht so wünschen, weil du kannst dann überhaupt nicht mehr atmen dazwischen. Aber es war eine sehr, sehr erfolgreiche Messe und wir sind ja relativ weit hinten oder vorne, je nachdem, wo man kommt, aber in der Halle 4, wir hatten um 9.30 Uhr, wenn um 9 Uhr die Messe aufgeht, um 9.30 Uhr war der Stand voll. Und zwar proppevoll. Also Fazit, tolle Messe, tolle Leads, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Schönes
schöner Übergang zu dem Anpacken. Da würde mich interessieren, so ein bisschen nochmal konkreter, was vielleicht so die Themen waren. Komme ich auch gleich zurück generell auf die bei der Messe, aber jetzt mal speziell bei bei Kurzerser. Welche Themen standen denn so im Mittelpunkt dieses Jahr? Da muss ich ein ganz klein wenig ausholen. Wir haben in den letzten 15 Monaten einen Trend gesehen, dass die Leiterplatten beim Selektivlöten größer werden. Und wir haben innerhalb von 9 Monaten eine Neuentwicklung gemacht von einer Maschine, wo man also diese größere 685 Millimeter Leiterplatten fahren kann. Und die Überraschung der Interessenten, der Kunden, die war wirklich da, dass sie sagen, hallo, genau das suchen wir. Wir sind jetzt größer wie 24 Zoll. Wir brauchen aber keine 48 oder 8 oder was auch immer, ja, oder 700 Millimeter, sondern das ist wirklich dieser Trend, den wir sehen bei der EV-Cars, dass die Leiterplatten größer werden, weil die Baudichte größer wird. Das heißt, man hat keine 3 oder 5 Leiterplatten, man versucht es auf 2 reinzubringen. Wellenlöten, ganz großes Thema, aber auf der anderen Seite auch diese BGE-Austausch. Wir reden ja heute nicht mehr vom Rework, sondern wir tauschen ja BGEs aus, damit mehr Leistung reinkommt in die Flachbaugruppen, und das ist ein absolutes Thema. Okay. Und so generell messeweit, was waren so die Themen, was waren die Highlights aus Ihrer Sicht? Also wir hatten ja 3 Leitthemen gemeinsam definiert, Sandra. Das war das Thema Leistungselektronik, das Thema Advanced Packaging und die vertrauenswürdige Mikroelektronik. Und daran hat sich eigentlich das gesamte Programm der Messe orientiert. Du hattest es schon kurz angeschnitten, Sandra. Jetzt gerade bei euch auf dem Innovation Forum gab es ja ein ganz hochkarätiges Programm zu diesen 3 Themen und eben ergänzend das Special Exhibit vom VDMA Produktronik. Möchten Sie noch was ein bisschen zu den Themen sagen? Ja, ergänzend, wie es die Frau Müller gesagt hatte. Wir hatten 8 Mitaussteller, die in wirklich eindrucksvollen Exponaten gezeigt haben, Innovation und Spitzentechnologie ist möglich in allen diesen 3 Bereichen. Angefangen eben von dem Design. Wir hatten das Chip Design Germany als Mitaussteller. Wir hatten eine Schweizer Elektronik als Mitaussteller, die eben ihre Embedding-Technologie vorgestellt haben. Wir haben den hörenden Bus, ja, mit 12 Mikrofonen, auch als innovative Technologie. Ergänzend eben zu der Mitausstellerfläche haben wir auch ein Forenprogramm organisiert mit 22 Fachvorträgen, mit 2 Panel-Diskussionen zu aktuellen Trends. Ja, welche Chancen ergeben sich denn für den Maschinenbau im Bereich der Leistungselektronik? Sichere Mikroelektronik ist ein ganz relevantes Trendthema. Da hatten wir eine Expertenrunde aus der Industrie und aus der Forschung. Also alles rundherum gelungene, gut besuchte Veranstaltungen. Maschinenbauer sind ja auch so eigentlich die in letzter Zeit auch sehr ächzen unter der wirtschaftlichen Entwicklung, aber so in Richtung Elektronikfertigung sieht's offensichtlich gut aus. Ja, also wie Frau Müller es schon gesagt hat, wir hatten ja am Dienstag die Pressekonferenz und da haben wir die Geschäftsklimazahlen vorgestellt vom VDMA und ich meine, die Zahlen kann man nicht wegignorieren. Es ist die Stimmung, die Maschinenbauer leiden natürlich auch unter einer Nachfrageflaute, unter einer Unterauslastung, aber die Prognosen für die Elektronik-Maschinenproduktion 2025 zeigt einen ganz leichten Aufwärtstrend. Okay. Die Analysten sagen +2%. Es zeichnet sich eine vorsichtige Erholung ab. Okay. Wie ist es bei den Mitgliedern ZVEI? Da ist es auch so, dass sich die Stimmung langsam aufhält. Wir kommen ja aus einem sehr schwierigen Jahr 2024, wo wirklich sehr viele Unternehmen geächtzt haben. Und auch im Jahr 2025 hatten wir Auf und Abs, würde ich mal so sagen. Aber so langsam macht sich ein bisschen mehr Mut breit. Okay. Und die Unternehmen gehen wesentlich zuversichtlicher in die Zukunft. Insgesamt muss man auch sagen, dass weltweit, wenn man weltweit einen Markt für Elektronikprodukte betrachtet, dann sind wir im ganz starken Wachstum, weil einfach die Elektronik der Treiber ist für Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Elektrifizierung, also im Prinzip alle die Trendthemen, die wir auch weltweit sehen. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar, auch wenn ich mir wünschen würde persönlich,
ich, dass die europäische Industrie vielleicht noch etwas mehr davon profitieren könnte. Weil wenn man sich die Wachstumszahlen anguckt, dann sind dann doch die Unternehmen aus China und USA profitieren da etwas mehr als die europäischen. Mhm. Inwieweit kann so eine Messe wie die Productronica auch nochmal ein Impulsgeber sein für so eine Entwicklung? Also ich glaube, es kann ein riesiger Impulsgeber sein, weil man vor allem auch sehen kann, was sind denn die Technologien von morgen. Und wenn ich dann bei anderen Unternehmen sehe, woran arbeiten die gerade, an welchen Innovationen, dann kann ich mich natürlich dann auch entsprechend darauf einstellen, mich darauf ausrichten. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass das gesamte Ökosystem im Prinzip dann in solch eine Richtung auch zusammen arbeitet und das kann der kompletten Industrie dann auch wieder Aufschub geben. Mhm. Sehen Sie das ähnlich aus ERSA-Sicht? Ja, also der Maschinenbau in Deutschland tut sich natürlich schon schwer. Wir haben eine Auslastung bei unseren Kunden wie in den 2017er, 2018er Jahren. Das heißt, wir waren ja verwöhnt über 5 Jahre hinweg, dass man Sonderschichten gefahren ist. Am Ende spiegelt es irgendwie sowas zwischen 15% und 18% weniger Auftragseingang. Jetzt hier nur in Deutschland, im europäischen Bereich. Wir als Kurz-ERSA, wir haben sehr früh darauf reagiert, indem wir regionalisiert haben. Wir waren ja schon immer sehr dicht und sehr nahe bei unseren Kunden, aber wir haben jetzt zwischenzeitlich die Fertigung in Mexiko, wir haben natürlich unsere Wertheimer Fertigung und wir haben die Fertigung in China deutlich ausgebaut aufgrund der politischen wirtschaftlichen Verwerfungen, ja, dass wir noch mehr unterschiedliche Maschinen ausschließlich für den chinesischen Markt fertigen. Und in China natürlich, sagen wir mal, da boomt auch der lokale Markt, ja, der Verbrauchermarkt und davon profitieren wir. Mhm. Und wir überlegen uns weitere Standorte. Wir haben uns gemeinsam in Indien, da sind wir ja immer, treffen wir uns auch immer wieder und da sind wir gerade im Moment dabei zu evaluieren, ob wir nicht in Indien auch anfangen, Maschinen zu fertigen, um einfach dicht beim Kunden zu sein. Es geht weniger um die Lieferzeit als um die Transportzeit, bis man einfach in diesen Ländern ist, wenn wir hier in Deutschland fertigen und da muss dann vor Ort sein. Und welche Bedeutung hat jetzt so eine Messe wie die Productronica speziell für ein Unternehmen wie kurz-ERSA? Sie haben es ja gesagt, seit 50 Jahren, also von Anfang an dabei. Also nach wie vor, auch wenn das jetzt meine Kollegen in China nicht so gerne hören, nach wie vor die Leitmesse ist die Productronica. Das ist ganz klar und gerade jetzt das Thema Leistungselektronik, wo man hier sieht, wo steht man da? Die ERSA beschäftigt sich nicht nur mit Löten zwischenzeitlich, sondern wir den auch einpressen, haben ja auch den ersten Preis gewonnen. Und für uns als Gesamtunternehmen ist das die wichtigste Leitmesse. Natürlich sind wir auf der Productronica in China, natürlich sind wir auf der Productronica in Indien. Ja, das sind auch Messen, die da eher im Aufbau sind. In der USA die Apex-Messe. Wir müssen da überall präsent sein und wir wollen auch überall präsent sein, aber wir arbeiten eigentlich immer auf die Productronica hin, um die neuesten Maschinen, um die neuesten Entwicklungen, Trends hier zu zeigen oder zumindest mal ein vernünftiges Facelift an den Maschinen. Und Sie haben es gesagt, Sie sind dann seit 48 Jahren mit dabei. Ja. Das heißt, Sie sind ja jetzt der perfekte Ansprechpartner, der auch was darüber sagen kann, was für eine Entwicklung diese Messe genommen hat, ne? Also es war immer, das ist wirklich mein persönlicher Eindruck, es war immer eine Leitmesse, es war immer was Besonderes. Natürlich war in den Ende 70er, in den 80er Jahren, ja, da war die Leiterplatte noch ganz stark im Vordergrund. Da braucht ein Propöl. Da war die Leiterplatte ganz stark im Vordergrund und dann in den 80er, ja, Mitte 80, Ende 80 über Dickschichttechnik, SMD-Technik, wo er dann explodiert ist, ja, wo es dann auch heißt hat, TAT braucht man gar nicht mehr, sondern wir machen alles oberflächenmontiert. Also es war immer die Entwicklung, die lief immer mit und sie lief aber voraus, weil man natürlich hier diese Trends gesetzt hat auf diesen Messen. Und es war während der ganzen Zeit so. Und das war immer die wichtige Leitmesse. Früher natürlich mit sehr vielen Amerikanern, mit sehr vielen Oversea-Gästen, auch aus Asien und China. Die kommen heute nicht mehr, weil sie ihre eigenen Messen haben oder kommen nur noch in kleinen Gruppen. Aber die Messe ist eine ganz bedeutende Messe für die Elektronikfertigung, für die Elektronikproduktion.
Frau Müller, das Messegeschäft war auch schon mal einfacher, sagen wir es mal so. Es gibt auch viele Messen, die durchaus leiden. Ja? Was ist aus Ihrer Sicht dann so ein Erfolgsgeheimnis jetzt, wie das jetzt für die Produktroniker der Fall ist, dass das ja offensichtlich eine Messe ist, die nicht diese Probleme hat wie andere? Gut, ich glaube, was ich jetzt sage, spiegelt so ein bisschen das, was hier schon angeklungen ist. Also, dass wir einfach mit den Themen am Puls der Zeit bleiben. Also, dass wir die richtigen Trends hier ausweisen und natürlich auch bespielen und widerspiegeln im Rahmenprogramm. Gleichzeitig versuchen wir natürlich marketingseitig auch weiterhin auf die Internationalisierung zu setzen. Das ist ja ein Thema, was sich jetzt ausstellerseitig dieses Jahr nochmal weiterentwickelt hat und auch besucherseitig. Weil Sie es jetzt gerade ansprachen, Herr Kraus, ja, es gibt jetzt nicht mehr so viele Besucher aus Asien, wie es sicher früher schon mal der Fall war, bevor es unsere Messen dort gegeben hat. Und gleichzeitig haben wir dieses Jahr festgestellt, dass es also im Verhältnis, ich kann jetzt nur mit den vorigen Veranstaltungen der letzten Jahre vergleichen, doch wieder eine Zunahme aus asiatischen Ländern bei den Besuchern gegeben hat. Also natürlich klar, allen voran China, aber tatsächlich auch bei Südkorea und Japan. Und wir haben es jetzt gerade in unserer Fachbeiratsrunde gehört gehabt, dass es da auch den ein oder anderen Key-Account jetzt gab, der das an seinem Stand wahrgenommen hatte. Okay. Aber ich denke auch gerade, wenn man die Besucher fragt, der Trend ist ganz klar zur Leitmesse. Also diese kleinen Regionalmessen, die Kunden, die haben gar nicht mehr die Zeit, die alle zu besuchen, haben auch nicht die Möglichkeiten, haben oftmals auch nicht das Geld dazu, dass sie das wirklich machen können, weil die Welt läuft schneller, die Arbeitsabgänge sind schneller und muss man auf Leitmessen setzen oder dann, so wie wir das auch machen, dass man dann sagt, da hat man parallel seine Hausmessen dazu, die man dann auch wieder regionalisiert, und auf das Gebiet und auf den Kundenkreis zuschneidet. Aber die Leitmesse, die wird auf jeden Fall meiner Meinung nach bleiben, weil das Anfassen, das Sehen, der persönliche Kontakt, das ist mit nichts zu ersetzen. Den Ball würde ich gerne aufnehmen und auch nochmal an Sie richten, weil es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen über irgendwelche digitalen Plattformen. Warum gehen Menschen noch auf Messen und jetzt speziell auf so Fachmessen? Ja, ich glaube, die Corona-Krise hat eigentlich fast bewiesen, dass der menschliche Kontakt unersetzbar ist. Also das heißt, die Messe, das eine ist der Netzwerkcharakter, den eine Messe bietet. Ich kann mich persönlich austauschen, ich kann Fragen stellen, ich kann Vertrauen aufbauen in den Gesprächen. Und das andere ist, dass ich einfach ein Live-Erlebnis habe. Ja, ich komme hierher, ich sehe eine Maschine, ich kann mir die erklären lassen. Ich sehe sofort, was gibt's Neues auf dem Markt. Ja, wer ist noch da? Ich sehe aus Besuchersicht ja alles an einem Ort. Ja, also ich kann mich einerseits informieren in den Foren, andererseits erlebe ich die neuesten Innovationen. Also ich glaube, das kann man digital nicht ersetzen. Ja. Ja, absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Und was ich auch so wichtig finde, sind diese spontanen Begegnungen, die man hat. Ja? Also ich kann natürlich Videocalls aufsetzen mit bestimmten Unternehmen, mit denen ich gerne sprechen möchte. Das kann ich alles machen. Aber wovon ich fast genauso viel von einer Messe mitnehme, ist durch die zufälligen Kontakte. Dass ich durch die Messehallen laufe, mit Unternehmen in Kontakt komme, mit denen ich bisher noch überhaupt keinen Kontakt hatte und da wirklich sehr interessante Gespräche führe, die dann auch uns als Verband für die Zukunft dann weiterbringen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze bei einer Messe. Vielleicht in Ergänzung dazu, als Branchenverband bieten wir den Unternehmen hier auf der Messe die Plattform, die Möglichkeit zum Netzwerken und zum Austauschen. Und das ist auf dieser Messe auch wieder deutlich geworden, dass das für die Mitgliedsunternehmen, auch eben für die Partner sehr wichtig ist. Ja, gerade, Sie haben es eben angesprochen, der Maschinenbau in Deutschland ist in einer schwierigen Lage. Der VDMA prognostiziert für den gesamten Maschinenbau für das Jahr 2025 einen Produktionsrückgang um -5%. Und begründet, das ist keine Überraschung, wir haben die geopolitischen Krisen, die überlagert eben mit der Zollproblematik. Und das wird sich aus Sicht des VDMA erst dann auflösen, wenn diese Konflikte gelöst sind. Und wenn die in Deutschland und in Europa notwendigen Strukturreformen durchgeführt sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Unternehmen ächzen unter zu viel Bürokratisierung, hohe Energiekosten, also attraktive Standortbedingungen sind für die Unternehmen sehr wichtig. Gibt es sowas wie, ich sag mal, Lessons learned aus der diesjährigen Produktronika, dass man sagt,
das machen wir vielleicht das nächste Mal anders oder das war jetzt genau, was auch immer, der richtige Step und wir machen genau weiter so. Also gibt es irgendwas, wo man schon mal so mit Blick auf die nächste Produktronika ein bisschen was sagen kann? Also ich glaube, also im Fokus steht bei uns weiterhin diesen Weltleitmesse-Charakter zu erhalten. Ja. Also das ist einerseits natürlich jetzt also nochmal die inhaltliche Stärkung und Aktualisierung dann der Leitthemen für 2027. Gleichzeitig kann man natürlich auch im Rahmenprogramm, hatten wir gerade das Thema, ne, mal überlegen, ob man einfach vom Format her nochmal ein bisschen anders rangeht. Aber natürlich, also der Fokus wird schon sein, dass wir sowohl Aussteller als auch besucherseitig die Internationalität weiter stärken wollen. Ja, okay. Gibt's was von Aussteller- bzw. Verbandsseite, wo man sagt, das sollte noch beim nächsten Mal gemacht werden? Kann ich vielleicht direkt da anschließen. Also es ist so, dass wir als ZVI immer den PCB und EMS Marketplace bei der Messe bespielen, wo es Vorträge gibt, wo es verschiedene Foren gibt, wo es auch Diskussionsrunden gibt, wo die Unternehmen miteinander sich austauschen können und Vorträge halten können. Und das würden wir auch bei der nächsten Messe gerne etwas internationaler aufstellen. Also wir haben da auch mit verschiedenen Verbänden gesprochen, aus dem asiatischen Raum, zum Beispiel aus Taiwan, die da durchaus großes Interesse auch gezeigt haben, gemeinsame Aktivitäten voranzubringen. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir dann gemeinsam als Verbände und als Messe uns dann auch entsprechend aufstellen können, um es wirklich nochmal internationaler zu machen. Etwas, was natürlich unsere Unternehmen auch entsprechend sehr schätzen. Schau den mal. 3 Themen wurden aus der Mitausstellerseite an mich herangetragen als Vorschlag, die zukünftig mit aufzunehmen. Ad 1 ist das Thema KI. Es ist keine Überraschung, das stärker nochmal zu thematisieren. Das andere ist auch eben in den Foren die ganzen Diskussionen, die wir führen rund um die aktuellen Themen, auch auf die Bühne zu bringen. Das, was wir mit den Panel-Diskussionen gemacht haben, das noch weiter auszudehnen. Und der dritte Aspekt ist das Thema Fachkräftesicherung. Da wurde auch vorgeschlagen, dass wir Experten-Talks machen, Karriere-Talks, ja, mit CEOs, um eben auch die nachwachsende Generation für die Elektronikproduktion zu begeistern. Herr Kraus. Wünsche für die nächste Produktronika. Jetzt können Das würde Sie, mich auch interessieren, wenn wir einen Aussteller in der Runde haben. jetzt können Sie äußern. Bitte was wir auch erfüllen können. Halber Preis und doppelte Fläche lassen wir mal weg. Spaß beiseite. Die Messe passt. Wir müssen frühzeitig die internationalen Gäste einladen. Wir müssen schauen, dass die internationalen Gäste zu uns kommen. Aber das Internationale, das wird sich vielleicht noch stärker in der Nahost verschieben, weil da jetzt zwischenzeitlich auch große Investitionen geplant sind, dass man die Leute wirklich auf diese Leitmesse bringt, dass man das Steuerungssystem, was man heute schon hat, mit der Aufteilung, dass man das beibehält, weil der Mensch muss wissen, wo er was findet, nicht nur wo er welche Firma findet, sondern wo die Technologien untergebracht sind. Und wir werden auf jeden Fall an dieser Messe festhalten. Also für uns ist es, ich habe es gesagt, eine wichtige Messe. Für unsere Kunden, für unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch für das Unternehmen, weil das auch ein Treffpunkt ist, wo wir uns einmal alle 2 Jahre wirklich sehen aus den unterschiedlichen Regionen. Es kommen natürlich nicht alle Mitarbeiter, aber wir sehen hier, wir haben 4 Inder dabei, wir haben 8 Mitarbeiter aus Asien da, wir haben Amerikaner und Mexikaner da, die wir sonst in der Form ja auch gar nicht treffen. Und das ist natürlich auch was dazugehört. Und das Zweite, für die Kunden selber, es ist ja mehr wie nur Touch und Feel, dass man das sieht, sondern das Erlebnis ist ja auch, ich komme wohin, wie werde ich empfangen, wer bin ich denn überhaupt und wie wird präsentiert, denn das ist ja auch was, wo man dann auch später davon ausgeht, dass es nachher auch so weitergeht. Ja, so wie kommt man denn zusammen? Wie führt man denn die Gespräche? Ja, es kommt ja keiner, wo sagt, ich möchte es jetzt kaufen, sondern es geht ja darum, dass man die Technik und das Unternehmen erlebbar macht. Und das ist ganz wichtig und darüber zehrt man wirklich dann auch über Monate, weil man das dann auch wieder weiterschiebt. Wir haben ja den einen Slogan hier auf der Messe, den wir jetzt 2 Jahre auf allen Messen der Welt wieder weitertragen und auf allen Veranstaltungen weitertragen. Also für uns ist das die Leitmesse und es ist wichtig für die Kunden, dass sie sich zurechtfinden. Okay, super. Also wir haben das jetzt hier alles auf Video und recorded, so können Sie sich dann schon bei der nächsten Messeplanung so ein bisschen hier bedienen.
Ich würde Ihnen gerne so das letzte Wort geben, so in Hinblick auf die 51. Ausgabe der Produktronika. Was können wir erwarten? Was können wir erwarten? Ja, ich hoffe, dass wir gemeinsam, wenn wir weiterhin an einem Strang ziehen, die Produktronika weiter ausbauen im Hinblick auf Internationalität, im Hinblick auf die Leitthemen, die dann im Vordergrund stehen werden. Du hast jetzt schon nochmal über das Thema KI gesprochen, Sandra. Da werden wir ja gemeinsam dann auch gerade jetzt mit euch beiden Verbänden, aber vorrangig mit euch, Sandra, natürlich dran arbeiten. Und dann hoffe ich, dass wir da gemeinsam für 2027 ist es ja dann schon wieder ein interessantes Programm mit einer hohen internationalen Beteiligung aussteller- und besucherseitig auf die Beine stellen können. Ist eigentlich ordentlich gefeiert worden, dieses 50. Jubiläum bei der Messe? Wir haben gefeiert, ja, am ersten schön. Abend. Gut. Also einerseits mit den langjährigen Ausstellern wie ERSA. Das sind 7 Aussteller, die ja seit 1975 durchgehend dabei waren. Und mit großer Torte und Party und Innovation Award natürlich. Und heute Abend wird das Team dann auch noch gebührend feiern. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Danke sehr. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen und freue mich, Sie dann in 2 Jahren vielleicht wieder in der Runde zu sehen. Und dann können wir schauen, ob das alles so gepasst hat, wie wir es jetzt hier schon mal prognostiziert haben. Also vielen Dank für die spannende Diskussion. Und Aufbruchstimmung, das ist das Schlagwort, was hier über der Produktronika 2025 liegt. 20% mehr Aussteller, 10% mehr Besucher. Und mit so einem optimistischen Fazit kann man auch schon mal auf die nächste Produktronika in 2 Jahren schauen. Und ganz nebenbei, auch die EPP war von Anfang an dabei. Auch die EPP wird 50, also doppelter Grund zum Feiern. Dankeschön fürs Zuschauen.